Hallo, wir schauen uns heute gemeinsam die Gruppenfunktionalitäten in Central an. Du erfährst im Video den Unterschied zwischen Kundengruppen und Preisgruppen und wie du gruppenspezifische Verkaufspreise anlegen kannst. Die Gruppen können wir über die Suchleiste ganz normal mit demselben Namen finden und hierüber auch entsprechend verwalten. Wir legen uns einfach mal zwei neue Preisgruppen an und schauen uns an, wo die Unterschiede liegen. Wichtig ist immer, eine klare Bezeichnung zu haben, mit der man arbeiten kann. Des Weiteren muss auch eine Kennziffer vergeben werden, die immer eindeutig sein muss. Das heißt, sie kann einfach hochgezählt 1, 2, 3, 4, 5 sein oder aber auch einfach gleichnamig zur Bezeichnung sein. Wir nehmen einfach mal an, wir liefern an verschiedene Rewe-Märkte und möchten gerne diese entsprechend in einer Gruppe gruppiert haben, damit wir entsprechende Auswertungen darauf machen können. Des Weiteren möchten wir, dass nur diese Rewe-Märkte entsprechende Rabatte auf einzelne Produkte erhalten. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Gruppen. Das heißt einmal eine normale Gruppe, wo direkt am Anfang gar nichts passiert, außer es wird explizit gesteuert. Und es gibt eine Preisgruppe, die zur Folge hat, dass alle Produkte einen Rabatt erhalten. Das bedeutet, wenn ihr aus eurem Sortiment nur 5 bis 10 Produkte rabattiert anbieten möchtet, solltet ihr immer bei einer normalen Gruppe arbeiten. Bei einer normalen Gruppe müssen wir immer in Artikeldaten reingehen und einen entsprechenden Gruppenpreis pflegen. Dies kann auch per CSV passieren. Eine Preisgruppe hat zur Folge, dass entsprechend alle Produkte automatisch einen entsprechenden Rabatt erhalten. Wir legen nun zuerst unsere Preisgruppe an, deshalb nenne ich das Ganze auch Rewe Preisgruppe, um den Unterschied klar zeigen zu können. Das heißt, wir möchten, dass alle Rewe-Märkte einen Rabatt von 10% erhalten. Des Weiteren legen wir uns eine neue Rewe-Gruppe an, wo wir steuern, dass Rewe nur für explizite Produkte einen entsprechenden Rabatt erhält. Natürlich haben wir jetzt nur leere Gruppen angelegt, die noch gar keine Funktionalität haben, weil das System nicht wissen kann, wann diese greifen. Jede Gruppe muss eine Adresse entsprechend zugewiesen werden. Das bedeutet, wir gehen in eine unserer Adressen rein und öffnen den Gruppenreiter. Hier kann gesteuert werden, welche Gruppe für welche Adresse aktiv ist. Durch Anhaken sehen wir auch im Rollenreiter, dass direkt automatisch die Adresse der Gruppe hinzugefügt wurde. Dies lässt sich auch in dem Gruppenmodul an sich über den Reiter Mitglieder nachvollziehen. Das ist unsere normale Gruppe. Das bedeutet, wir haben jetzt noch keinerlei tiefe Logik, außer dass wir Auswertung fahren könnten, sofern der Kunde entsprechend bestellt. Wenn wir möchten, dass der Rewe-Markt in diesem Szenario einen separaten Preis erhält für ein gewisses Produkt, müssen wir das aktiv im Artikel pflegen. Das bedeutet, wir öffnen einen Artikel und den Verkaufsreiter und sehen hier, dass es einen entsprechenden Standardpreis gibt und einen entsprechenden Gruppenpreis auch für eine andere Gruppe. Wir legen aber nun einen anderen Preis an. Da der Standardpreis 10 € ist, möchten wir gerne, dass die Gruppe, das können wir hier oben steuern und welche Gruppe es ist, das heißt, wir nehmen die normale Rewe-Gruppe, entsprechend nur 8 € zahlen muss beispielsweise. Das bedeutet, wenn unser Kunde Titus Tester, der den Rewe-Markt simuliert, Ware bestellt und hier einen Auftrag anlegt, würde das System automatisch nur bei diesem Produkt 8 € sich reinziehen. Bei allen anderen Kunden wäre es der Standardpreis, nämlich 10 €. Es gibt natürlich noch unsere zweite Preisgruppe, die wir angelegt haben. Das testen wir jetzt einmal mit einem anderen Kunden. Nehmen wir einfach mal diesen hier und fügen in der Gruppe Rewe Preisgruppe hinzu. Das hat nämlich zur Folge, wie wir angelegt haben, dass alle Produkte, egal welche es sind, einen 10% Rabatt erhalten. Das bedeutet, wenn wir nochmal in unseren Artikel reingehen, würde der Kunde Titus Tester über diese Verkaufsgruppe, die wir angelegt haben, wo explizit Preise gepflegt werden müssen, 8 € erhalten und die andere Gruppe, die Preisgruppe, wo es einen globalen, automatischen Rabatt ohne Eingrenzung gibt, würde er automatisch 9 € erhalten, da er 10% Rabatt auf 10 € erhält.
Und das war's zum Thema Gruppen in Central. Viel Spaß weiterhin und wir sehen uns im nächsten Video.